Der Nanoformer Pro von Subminimal war ein Wegbereiter unter den flexiblen, unter den unabhängigen Milchschäumern, die latteartfähigen Milchschaum machen. Das ist die Generation 2 und wir sind ziemlich auf dem Milchschäumer-Trip. Die begeistern uns, weil sie Milchschäumen unabhängig von Maschine oder auch von Brüher machen. Und warum der hier interessant ist, das erfahrt ihr in diesem Video. Wir stehen hier mit dem Nanoformer Pro 2 von Subminimal und das ist tatsächlich, ich würde sagen, der Wegbereiter bzw. das Vorgängermodell, der hat andere inspiriert und hat eigentlich ein neues Feld eröffnet. Und nachdem wir erst kürzlich, Michel, ja einen flexiblen Milchschäumer unabhängig von der Espressomaschine getestet haben, steht nun hier dieser Nanoformer auf dem Tisch mit der Idee, Latte Art zu machen und vor allem mit der Idee, Latte Art zu schäumen, unabhängig von der Espressomaschine, weil es gibt Espressomaschinen immer mehr, schon lange, aber immer mehr ohne Milchschaummöglichkeit. Und es gibt natürlich noch flexible Espressomacher, wie zum Beispiel Flair oder die 9 Bar oder was es da alles gibt. Und jetzt stand der eine Zeit lang bei dir und ich muss sagen, ich habe immer so Freudenschreie gehört. So, ich dachte, was ist da los? Und dabei hat Michael nur Milch geschäumt. Und vor allem, können wir ja schon mal eingangs sagen, gerade bei der Alternativmilch warst du sehr angetan. Ja, da war ich wirklich sehr angetan, weil es einfach eine wahnsinnig hohe Reproduzierbarkeit hatte. Ich war echt baff. Und ich meine, meine Beziehung mit Milchschäumer ist damit entstanden, dass sie einfach bei mir auf dem Tisch stehen. Dass der Benjamin einfach welche bestellt und so, probier mal aus, mach mal Latte Art damit. Und jetzt diese Beziehung war sehr innig. Die war von vielen erfolgreichen Versuchen gekrönt, kann man absolut sagen. Es braucht trotzdem einen Rantasten. Also ich glaube, zu Beginn können wir sicher sagen, absolut machbar, geiler Milchschaum, keine Bubbles drin, nichts. Ich habe nie ein Bubble gesehen, außer ich habe irgendwie ein bisschen zu sehr geschwenkt. Super auch für Milchalternativen. Aber was für die Sachen, die ich bis jetzt getestet habe, immer gilt, ist, jede Füllmenge und jede Milchart, die ihr nutzt, braucht wie ein eigenes kleines Rezept. Das ist kein Hexenwerk, aber man muss sich so ein bisschen rantasten. Aber die Reproduzierbarkeit danach ist gut bis sehr gut, bis jetzt in dem Fall bei Alternativmilch für mich annähernd perfekt. Michael, total spannend. Dann hat man eigentlich das Rezept und dann kann man sich drauf verlassen. Ja. Und das können wir jetzt also sagen, für die gleiche Milchsorte dann waren wir dann auf dem Punkt. Natürlich kann sein, vor allem bei, ich sag mal, Biomilch, eine Futterumstellung oder solche Geschichten, die verändern dann nochmal ein bisschen was. Das merken wir ja aber auch im Alltag bei uns im Café, wobei wir die Milch direkt vom Bauern auch beziehen. Aber wir merken da Veränderungen über den Jahreswechsel. Das würde man natürlich hier jetzt auch merken. Aber ansonsten, wenn ihr die Milch habt und das Rezept habt, dann könnt ihr damit Milch schäumen. Das machen wir natürlich jetzt gleich auch, das ist die Idee. Dennoch kurz zum Funktionsprinzip. Es gibt gar nicht so viel mit dabei, sondern hier so kleine Magnetdinger in 3 Farben für verschiedene Mengen oder für verschiedene Dicken? Milch oder verschiedene Arten von Milchschaum, die wir produzieren können. Also das war für mich so erst etwas befremdlich, weil ich mir so gedacht habe, okay, was ist denn das für ein Ding und wo kommt das hin? Aber ist ja alles in der Bedienungsanleitung erklärt. Ihr habt ihr habt 3 Einstellmöglichkeiten. Also ich habe 3 Parameter. Wenn ich das jetzt mit einem Espresso vergleichen würde, habe ich Zeit, In und Out. Und mit dem kann ich spielen. Und wenn diese 3 Parameter aufeinander passen, ist das Ergebnis lecker. Ja, der Vergleich zum Espresso passt relativ gut. So, und ich habe einmal die Stufe Slow, dann habe ich die Stufe Medium hier und dann habe ich die Fast-Stufe. Und die haben unterschiedlich weit herausragende Flügel, an denen dann die Milch vorbeigedreht wird. Ja. Und das hat dann wiederum einen unterschiedlichen Effekt auf den Schaum und auf die Dicke. Richtig. Grundsätzlich habe ich für Milch, steht auch so in der Bedienungsanleitung, nur den
Schwarzen genutzt. Genau, wir müssen kurz sagen, weil ich sie hier gerade von außen dran gehalten habe, die macht man natürlich hier innen fest. Also man nimmt die und platziert die so da rein. Nein, so rum platziert man sie da rein. So platziert man sie rein. Es gibt da so eine Markierung, die relativ klar ist, ganz nach unten, einmal so reingeklebt, fertig. Also und dann bleibt der da auch, der ist nicht abgegangen? Nein, nie. So, das ist das eine, aber wir erklären sie dann gleich noch genauer. Als zweites muss natürlich das Ding drauf. Genau, der Deckel muss drauf, weil dieser Dreher funktioniert mit Magneten, also die Bewegung kommt eigentlich von außen. Hier ist kein Mechanismus dran, außer eine Verschiebung, da kommen wir gerade noch dazu. Und der Deckel muss hier auf jeden Fall drauf. Einmal draufgestellt, das vielleicht nicht auf der Waage machen oder so, wenn ihr die Milch noch abwiegen solltet. Und dann funktioniert das einwandfrei. Und dann dauert es wie lange, bis das Ding heiß ist? Es dauert im schnellsten Fall mit Raumtemperatur Alternativmilchprodukten 1 Minute 25. Jetzt sagst du Raumtemperatur? Ja, komme ich gerade noch dazu. Okay, auch das ist beim Kühlschrank, weil das ist ja der Standardfall. Die meisten von uns haben ja frische Milch im Kühlschrank. Genau, wenn ihr da mit Kuhmilch arbeitet, 130, also für eine Tasse, das ist die Minimummenge, reicht wirklich gerade so, wenn ihr so eine 150er Tasse habt, also so einen schönen kaffeeintensiven Cappuccino, dann habt ihr 1 Minute 45. Das ist relativ zügig. Das ist relativ zügig, das macht wirklich super viel Spaß. Also ich muss mal ganz kurz überlegen. Wir hatten Espressomaschinen, die haben fürs Schäumen alleine 110 Sekunden gebraucht. Die müssen ja noch aufgeheizt werden und so weiter. Da sind wir dann schon relativ konkurrenzfähig unterwegs. Voll, absolut. Gehen wir nochmal rein in die Parameter. In die Flügel. In die Flügel, aber auch in die anderen Parameter. Wir haben noch 2 weitere. Wenn ihr Kuhmilch schäumen möchtet, würde ich euch grundsätzlich den schwarzen empfehlen. Vielleicht bei sehr großen Füllmengen, also wirklich an die Maximumlinie dann den blauen, also die nächste Stufe. Maximum bedeutet? Maximum ist 220 Milliliter Gramm, so auf der Ebene. Und die dritte Stufe, der grüne, war bei mir perfekt für unseren Haferdrink, für Gutsch. Absolut gigantisch. Das war zu wenig Schaum, das war flüssig. Ja. Also die 2 fallen für mich, für Haferdrink, die ich ausprobiert habe. Eben dann sage ich, man muss das ein bisschen testen. Ich würde pauschal einfach mal mit dem starten. Und wenn es viel zu viel Schaum ist, vielleicht eher mit den Programmstufen nachkorrigieren, als mit dem. Ich glaube, der ist am passendsten. Also dann kommen wir zum zweiten Parameter. Weil dann kommen wir zum Kännchen. Das Kännchen macht eine Erhitzung mit einem permanenten Durchwirbeln durch diesen Dreher und ihr könnt einstellen, wie lange sie so einen Turbo-Modus macht. Der ist so bei 30, 35 Grad, gibt es einmal richtig Schub. Und das kann in der geringsten Stufe 2 Sekunden sein bis hin zu 20 Sekunden. Also richtig lange Schaum hinzufügen. Das heißt mit diesen Stufen 1 geringste Schaummenge, 4 sage ich mal, auf der Latte-Art-Ebene schon eher mehr, je nach Füllmenge dann. 5 ist bei 20 Sekunden, das ist schon relativ viel. Und dann gibt es noch dieses 0, das wäre dann für kalten Milchschaum. So, und mit diesen Stufen könnt ihr den zweiten Faktor verändern. Also als Beispiel, ihr nehmt eine geringe Füllmenge, 130 Milliliter, ihr nehmt das Milchflügelchen, macht das einmal rein, so, zack. Und dann würde ich jetzt bei dem die Stufe 2 wählen, weil ich möchte Schaum haben, aber ich möchte nicht zu viel. Und ich habe da für unsere Kuhmilch, das ist eine Bio-UHT-Kuhmilch, habe ich herausgefunden, dass wir bei Stufe 2 wirklich auf einem latteartfähigen Milchschaum sind. Je mehr Füllmenge ihr reingebt, desto höher müsst ihr die Stufe schalten. Immer. Das könnt ihr auch als Pauschalrezept nehmen. Ich habe dann so eine Zwischenstufe gemacht, so zwischen 170 und 180 Milliliter. Die ich reingemacht habe, so in der Mitte. Und dann war ich oftmals bei Stufe 3 bis Stufe 4. Bei voller Füllmenge mit 220 wäre ich dann auch bei Stufe 4. Und bist aber beim Schwarzen geblieben? Ich bin beim Schwarzen geblieben. Je höher die Milchmenge, desto mehr Schwarz. Bei niedriger Milchmenge könnte man vielleicht auch mit dem Blauen arbeiten? Umgekehrt. Umgekehrt. Je höher die Milchmenge, desto mehr Schaum muss ich produzieren, desto mehr komme ich selbst bei Stufe 5 dann, wobei 5 schon fast an diesem zu schaumigen kratzt, in diese Toleranz rein, dass ich eher dann vielleicht einen Blauen nehmen würde, aber wieder auf Stufe 2 zurück. Also man hat relativ viele Einstellmöglichkeiten und kann das einfach mal versuchen. Ich habe für mich empfunden, ich habe nicht
1000 Versuche gemacht. Ich habe so 2, 3, 4 gemacht und dann war ich voll da. Und die anderen waren nicht komplett daneben. Es war einmal ein bisschen zu schaumig und einmal ein bisschen zu flüssig. Aber ich glaube, ich würde das auch in Relation setzen, dass ich wahrscheinlich ein gewisses Gefühl habe für einen perfekten Mehlschaum und ich will den dahin haben, weil ich einfach halt viel schäume. Diese Rezepte, das, was du ausprobiert hast, lieber Michel, das haben wir natürlich notiert. Das findet ihr alles in unserem Blogbeitrag, der ist hier unten. Und ich nutze diesen Moment und gehe kurz auf 3 andere Themen. Erstens, wir haben viele alte Maschinen, alt ist relativ, wir haben viele Maschinen getestet und wollen sie abgeben, weitergeben. Wir haben sie alle auf unserer Website online gestellt. Wenn ihr also vielleicht eine von unseren Testmaschinen für euch in Erwägung ziehen wollt, schaut mal, hier unten habe ich verlinkt, da findet ihr alle unsere Occasion gebrauchten Testmaschinen. Ein paar Monate bei uns im Betrieb gewesen und dann eigentlich, ready für euch. Wir haben außerdem noch Plätze fürs Coffee Farm Training frei, auch das verlinke ich euch unten. Und als letztes, auch noch spannend, erst im nächsten Sommer, aber vielleicht plant ihr ja schon eure Sommerferien, wir machen Barista Sommer School Wochen. Findet ihr mehr Informationen auch unten dem Link folgend. Michel, das war quasi Werbung in eigener Sache. Genau. Mitten im Video, aber jetzt, perfekt. Es geht gerade einfach weiter. Genau, weil es gibt noch eine 3. Stufe, wo ich das Gefühl habe, dass sie nicht so viel verändert, aber doch was. Ja. Also ich glaube, wenn man an diesem, du kennst den Bereich, diesen Bereich von ein bisschen zu dünn, ich will aber Latte Art machen und ich will eine definierte Latte Art machen, mit einem Schwan oder so, wirklich feine Linien. Und ich möchte da ein bisschen mehr Schaum, aber eine Stufe mehr ist zu viel. Dann könnt ihr diesen Dreher auch verschieben. Mhm. Und zwar an diesem schwarzen Drehrädchen hier oben kann man den einklicken. Ja. Und der geht dann immer etwas weiter nach unten oder weiter nach oben. Ich finde den Unterschied wirklich ganz gering. Ja. Was ich aber festgestellt habe, ist, steht auch so in der Bedienungsanleitung, wenn ihr zu weit oben seid, dann ist dieser Magnetkontakt zu diesem Drehrädchen nicht mehr da und dann macht dieses Ding so einen relativ komischen Ton. Es ist fast wie eine laute Vibrationspumpe, also wirklich so ein Rattern. Und dann seid ihr außerhalb dieses Bereiches. Und wenn ihr das mal hört, weil ihr an dem rumgespielt habt, dann einfach wieder ein bisschen weiter nach unten stellen. Das steht so in der Bedienungsanleitung, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Ich hätte wahrscheinlich den Bereich einfach kleiner gemacht, dass das gar nicht passieren kann. Mhm. Aber ihr könnt den nochmal verstellen. Ich hatte den in meinem Fall, ihr seht das mit so einer geprägten Linie, so eine eingravierte Linie. Mhm. Ich hatte den nicht auf dem obersten, weil er dann eben zwischendurch in diesem Bereich war, wo er nicht richtig dreht, sondern 1 bis 2 Stufen weiter in die Kanne. Ich würde nicht das tiefste, wo er richtig tief in der Kanne ist, weil das produziert dann wieder weniger Milchschaum. Mein lieber Michel, wir haben viel geredet, sollen wir mal schnell einen Cappuccino machen? Ja, würde ich sagen. Ich würde mal Kuhmilch, und das finde ich wirklich einen coolen Punkt. Ich kann 130 Milliliter Milch machen. Das ist eine Tasse. Mhm. Und der ist richtig gut. Da muss ich dich aber kurz fragen, kannst du auch vernünftig 2 Tassen? Wird ein bisschen knapp. In der Bedienungsanleitung steht explizit drin Maximum zur Max-Linie. Ja. Wie viel hast du dann? 220. Ja. Und das, für jeden, der rechnen kann, 150er Tassen, ein bisschen Milchschaum mit dazu, 20 Gramm in der Tasse, sind wir bei, oder 25, sagen wir, sind wir bei 50. Wird eng. Und dann die 220, vielleicht bis 240, es ist haarscharf. Unsere Akademietassen haben 160, 170, da reicht es nicht ganz. Ich habe dann auch mal einen 250er versucht. In meinen Versuchen ist nichts an den Deckel rangekommen und nicht überschwappt. Okay. Wir dürfen das aber nicht empfehlen, weil es in der Bedienungsanleitung steht. Natürlich dürfen wir das empfehlen. Ja, aber in der Bedienungsanleitung steht, man soll nicht über den Max. Ja, wahrscheinlich im Zweifelsfall hat man ein bisschen Sauerei, aber wenn der Milchschaum passt und so weiter, da passiert jetzt nichts. Also die Kanne explodiert nicht oder so. Mit 250 hat es auch bei unseren Tassen gerade gereicht mit einem 25er Shot. Super, wir machen jetzt nur eine Tasse. Ja. Denn wir haben ja schon den ganzen Morgen Cappuccino getrunken. Das reicht dann auch, wenn wir einen uns brüderlich teilen. Gut. Ist gut. Machen wir. Ich mach 3.
So, und jetzt dreht er ein bisschen. Nebenbei, er ist so zwischen, das langsamste, was ich gemessen habe, war 3 Minuten bei kalter Milch mit 250. Also über dem Max. Aber das ist wirklich dann viel. Für eine Portion ist also bei knapp 2 Minuten. Und wenn man natürlich dann temperierte Produkte, also temperiert Raumtemperatur, dann ist es natürlich schneller, weil das Gerät wirklich Temperatur misst. Da komme ich nachher gerade noch dazu. Wichtig ist, und das sehen wir jetzt gerade, wenn okay angezeigt wird, dann muss ich es unterbrechen. Okay. Weil, dann bist du wo? Dann bin ich, komme ich gerade, du musst noch nicht so spoilern. Ja. Das ging schnell. Ja, du bist so bei knapp, also ich würde mal sagen, bei der Füllmenge war ich jetzt irgendwie so bei knapp 2 Minuten. Oder gut 2 Minuten, so ein bisschen aufgerundet. Ah, schön. Ja. Geil. Also wir sehen jetzt hier, Michel hat Spaß beim Schäumen. Wir haben viel geschäumt, das seht ihr auch. Es ist einfach was möglich, es macht Spaß. Und jetzt haben wir hier nochmal eine sehr schöne Tulpe. Super glänzend, super verbundener Schaum, keine Blabbel, eine schöne Cremigkeit. Und nimm mal einen Schluck. Sehr kompakt, dicht und gleichzeitig hat es viel Süße. Es ist nicht zu warm geworden, sondern es ist die Temperatur, die mir Spaß macht. Ich finde, bei höheren Temperaturen geht es oft eher in sowas leicht Trockenes und verliert dann etwas Süße, hat es jetzt hier gar nicht. Das ist schon sehr cool. Ne? Ja. Und auch nicht zu unterschätzen ist, dass da natürlich gar keine Feuchtigkeit reingezogen wird, sondern dass eigentlich diesen milchigen Schaum behält, ohne dann eben verdünnt zu werden durch eine Flüssigkeit, was immer beim Schäumen mit einem Boiler passiert. Ja. Also, die Temperatur wird gemessen. Und das wirklich, also, ich meine, die Toleranz ist 1 bis, ich sage mal, im absolut krassesten Fall zwischen allen Messungen, die ich gemacht habe, waren es 2 Grad. Und das erste Piepsen, was sie macht, also dieses OK-Zeichen, das dann aufklickt, das ist 60 Grad. Und das war im Worst Case 59,230, so in dem Bereich. Und im heißesten Fall bei einer geringsten Füllmenge waren es mal knapp 61. Aber wir sind voll auf dem Punkt, wo wir Cappuccino lecken. Weil ich schäume nicht über 60. Niemals. Und das würde ich gerne ausschalten können. Und dann schäumt sie weiter bis 70 und stoppt dann automatisch. Das würde ich gerne programmieren können und sagen können, hey, du weißt ja schon, wenn 60 ist, hör dann einfach auf und ich muss sie entweder wegnehmen direkt oder ich drücke einmal auf den Bildschirm drauf. Das ist alles. Aber wenn sie piepst, war sie immer auf den Punkt. Nice. Und ja, das haben wir bei Milch gemacht, das haben wir mit Kuhmilch gemacht, das haben wir mit Alternativmilch gemacht. Ja. Auch da super möglich. Ja. Gleiche Geschichte mit der Temperatur. Gleiche Geschichte mit der Temperatur. Da kommt aber ein Faktor noch dazu, den ich wirklich super finde. Viele Milchalternativen sind ja UHT, die sind hoch erhitzt, die kann man einfach, muss man nicht im Kühlschrank haben. Das heißt, vielleicht habt ihr auch oft eure Haferdrink, ich habe jetzt keinen Sojadrink oder keine Mandelmilch ausprobiert, aber oftmals hat man das ja nicht immer im Kühlschrank. Kuhmilch ist für mich, zu Hause würde ich euch immer eine pasteurisierte Milch empfehlen, weil sie einfach viel schöner mit dem Cappuccino harmoniert. Aber beim Haferdrink zum Beispiel ist es ja nicht immer der Fall. Und da war ich mega neugierig, so was ist mit Raumtemperatur? Unsere Gutsch Haferdrink hatte ich bei knapp 20 Grad. Das war so in unserem Räumchen hinten bei der Akademie. Ist es ein bisschen kühler als im Raum. Und die einmal rein. Und er hat überhaupt kein Problem damit, eine warme Milch, einen warmen Drink aufzuschäumen auf den Punkt. Das funktioniert einwandfrei und es geht dann auch nicht drüber. Also ich hatte nie diesen Pieps bei über 61 Grad. Also ja. Cool. Und dann wirklich, wenn ihr zu Alternativen geht, steht auch übrigens so in der Beschreibung drin. Dann gehen wir natürlich auf grün. Dann gehen wir auf grün. Michel, das macht Spaß, oder? Ja. Und wenn ihr dann bei Alternativmilch seid, seid ihr eher bei den höheren Stufen. Also 2 wäre meistens zu flüssig oder war in meinen Tests eher zu flüssig. Da war ich eher bei 3 bis 4. Und bei einer vollen Kanne, auch wenn ich war da etwas erschrocken, weil es gibt diese Boost-Stufen, wo er wirklich Schaum hinzufügt. Und die sind bei 4 ist das 8 Sekunden
und bei 5 ist das 20. Und für mich war das so, boah, das ist schon ein riesen Step, dass dann die Haferdrink bei 220, also bei absoluter Limite, hatte ich ein bisschen Sorge, dass das dann viel zu viel Schaum ist, aber das war auch voll auf den Punkt. Das hat wirklich Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Das sind sicher Stärken von dem kleinen Gerät. Ich finde auch, die Ästhetik ist auf jeden Fall für sich sprechend. Ich finde sie jetzt einfach schön auch. Ne? Passt jetzt echt gut. Vor allem, wenn man eine dunkle Espressomaschine hat. Dann ist es schon ästhetisch sehr schön. Auch materialtechnisch relativ hochwertig verbaut. Ja, also es fühlt sich alles sehr gut an. Ich hatte es jetzt auch wirklich in der permanenten Nutzung. Auch viele Schäumvorgänge nacheinander. Es war nie warm oder so. Eine Schwäche ist für mich ein bisschen die Reinigung. Ja, man muss halt wirklich den rausnehmen, man muss den abspülen, man kann dieses Rädchen auch auseinanderbauen und kann dann diesen unteren Teil so einmal auseinandernehmen. Ich habe das erst ganz zum Schluss das erste Mal auseinandergenommen, also so nach, ich will es nicht 20 Schäumvorgänge, 30? Nein, das war mehr. Okay. Also das war wirklich, ich hätte es gesagt, 40 bis 50. Da war ich dann fertig mit dem ersten Tag, wo ich dran war. Und innen drin war nichts, weil ich es einfach immer direkt einmal abgespült habe mit heißem Wasser. Und dann war das wirklich auch sauber. Das kann eben nicht in die Spülmaschine. Genau. Weil dann natürlich unten ist der kleine Kocher drin, der Aufwärmbereich und so weiter. Und ja, deswegen, ich finde interessant, hat ja auch Batterien. Oder Nein, wenn du es gerade wegnimmst und dann hat er noch genügend Strom, dass das Display reagiert. Okay. Ich dachte schon, kann man das eventuell auch ohne. Nein, das muss man einmal ausspülen. Das darf nicht in die Maschine. Bitte macht es nicht in die Maschine und nimmt auch keine kratzenden Lappen oder Schwämme, sondern spült es einmal aus, geht da vorsichtig mit dem Mikrofasertuch oder so durch. Ja. Und dann ist es sauber. Und eben die Magnete kann man ja entnehmen. Und dann ist es das. Und das ist, so würde ich sagen, das Wichtigste zum Nanoformer Pro 2. Ja. Ja, das war jetzt wohl nicht richtig dran. Ich muss es sowieso putzen. Also wir lassen das mal so stehen. Genau, das war nicht richtig dran. Ich war echt so ein bisschen baff, weil ich habe mir dann gedacht, jetzt das Zuhause-Szenario ist bei mir halt gesetzt. Also wir nehmen mein Beispiel, ich habe eine Espressomaschine zu Hause, die hat Dampffunktion, also ich habe einen Dampfboiler, ist alles gedeckelt. Aber ich habe mir dann vorgestellt, so, ich bin im Urlaub unterwegs mit dem Auto, bin vielleicht irgendwo auch auf dem Campingplatz oder wo auch immer. Und ich habe irgend so einen Handbrüher, egal welchen, da gibt es ja eine riesen Auswahl, und stelle mir daneben einfach so ein Ding für 150, 160, genau. Euro, Dollar, CHF, alles etwa gleich. Und habe aber geilen Milchschaum. Ja, ist cool. Also wirklich so, in einem kleinen Alltagsbereich zu Hause mit einer Espressomaschine könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen. Ja, oder du hast eine Mokkakanne, ne? Also ja, wie klar. auch immer. Ja. Also Ja. Das geht ja für alles im Prinzip. Und ich finde, das ist ein interessantes Produkt. Ich glaube, wir haben letztens noch darüber diskutiert, dass es mehr Espressomaschinen geben wird, die nur Espressomacher sind. Denn für Milchschaum brauchen wir immer einen zweiten Boiler. Ja. Und wenn wir uns das sparen, können wir günstiger bauen. Und es gibt ja diese Kompaktmaschinen, also von Sage und von DeLonghi und so weiter. Die sind Mühle, Espressobrüher, Milchschäumer. Dann gibt es Maschinen, die sind Boiler und Milchschäumer. Und dann gibt es einige Maschinen heute schon, und es werden immer interessantere Maschinen auf den Markt kommen, die nur Espressomaschinen sind. Ja. Und ich finde das konsequent, weil ihr könnt euch entscheiden, was ist der beste Brüher, was ist die beste Espressomaschine, was ist vielleicht der beste Schäumer, was ist vielleicht die beste Mühle. Was ist die beste Mühle, ja, wollte ich auch gerade sagen. Und könnt euch gezielt dafür entscheiden, könnt auch gezielt einzelne Komponenten austauschen und seid im Idealfall insgesamt günstiger. Das unsere Gedanken zum Nanoformer Pro 2 von Subminimal. Gibt es an verschiedenen Stellen. Wäre jetzt auch so ein Produkt, finde ich jetzt auch noch interessant. Könnten wir mal überlegen, ob das für uns eine Variante ist. Ja, ist für mich, also ich mache einen Haken dran, also so einen positiven so. Ja. Kann man auf jeden Fall. Kaffeemacherin getestet. Kann man auf jeden Fall empfehlen und ist ein cooles Produkt. So viel für heute, so viel von uns. Passt auf euch auf, trinkt leckeren Cappuccino. Tschüss und bis bald.